Tauche nur 10 Meter tief in einem See und du spürst es bereits in den Ohren. Ein Druck, der von allen Seiten gegen deinen Kopf presst. Jetzt stell dir vor, du wärst nicht 10 Meter tief, sondern 300 oder 1000. In dieser Tiefe würde dich das Wasser augenblicklich zerquetschen, wie eine leere Dose. Und genau dorthin fahren U-Boote freiwillig, mit Menschen an Bord, die dort arbeiten, essen und schlafen. Während draußen ein Druck herrscht, der jeden ungeschützten Körper sofort zerdrücken würde, sitzt die Besatzung in aller Ruhe in einer trockenen, warmen Röhre. Die meisten Menschen glauben, das liege einfach an besonders dickem Stahl. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren, warum der Druck in der Tiefe so unglaublich gewaltig wird. Wir klären, warum nicht die Dicke des Stahls allein entscheidet, sondern vor allem seine Form. Und wir reisen zu dem Tauchgang, bei dem ein einziges Gefährt bis an die tiefste Stelle der Erde vordrang. Wenn du wissen willst, wie Menschen dem tödlichsten Druck unseres Planeten standhalten, dann abonniere jetzt den Kanal. Um die Gefahr zu verstehen, müssen wir zuerst über den Druck selbst sprechen. Über uns lastet die ganze Atmosphäre, die gesamte Luftsäule bis hinauf ins All. Diesen Druck nennen wir eine Atmosphäre und wir spüren ihn nicht, weil wir ihn gewohnt sind. Wasser aber ist viel schwerer als Luft. Schon nach jeweils 10 Metern Tiefe kommt der Druck einer weiteren ganzen Atmosphäre dazu. In 100 Metern Tiefe lastet also bereits das 11-fache des normalen Drucks auf jedem Stück Oberfläche. In 1000 Metern ist es mehr als das 100-fache. Auf jeden einzelnen Quadratzentimeter drückt dann ein Gewicht, als würde dort ein schwerer Mann stehen. Und auf die gesamte Hülle eines U-Boots wirken so viele tausend Tonnen gleichzeitig. Ein U-Boot besteht deshalb in Wahrheit aus 2 Hüllen. Außen sehen wir die glatte Form, die das Boot durchs Wasser gleiten lässt. Doch das eigentliche Geheimnis liegt darunter, im sogenannten Druckkörper. Das ist eine massive, geschlossene Röhre aus dickem Stahl, in der die Besatzung lebt. Nur dieser Druckkörper hält den gewaltigen Kräften der Tiefe stand. Und entscheidend ist nicht allein, wie dick seine Wände sind, sondern welche Form sie haben. Denn der Druckkörper ist fast immer rund, entweder als langer Zylinder oder als Kugel. Eine flache Wand hätte gegen diesen Druck keine Chance. Stell dir eine flache Platte vor, gegen die das Wasser drückt. Der Druck würde sie einfach nach innen biegen, bis sie bricht. Bei einer runden Form passiert etwas völlig anderes. Der Druck verteilt sich gleichmäßig über die ganze gebogene Wand. Statt eine Stelle nach innen zu biegen, presst er das Material rundherum in sich zusammen. Und gegen genau diese Art von Belastung ist Stahl besonders stark. Es ist dasselbe Prinzip, das ein Ei erstaunlich stabil macht, wenn man es längs in der Hand zusammendrückt. Die runde Schale leitet die Kraft so geschickt um sich herum, dass sie kaum nachgibt. Ein U-Boot ist im Grunde ein riesiges, perfekt geformtes Stahlei. Natürlich kommt es trotzdem auf das Material an. Für moderne U-Boote wird ein besonders hochfester Stahl verwendet. Eine bekannte Sorte hält einer Belastung von rund 550 Megapascal stand, bevor sie sich dauerhaft verformt. Mit solchem Stahl können militärische U-Boote mehrere 100 Meter tief tauchen. Dabei darf das Material niemals an seine Grenze geraten. Denn jedes U-Boot taucht im Lauf seines Lebens viele 100 Mal auf und ab. Bei jedem Tauchgang wird die Hülle zusammengepresst und entspannt sich danach wieder. Würde man den Stahl jedes Mal bis ans Limit bringen, würde er mit der Zeit ermüden und schließlich versagen, ähnlich wie ein Draht, den man oft genug hin und her biegt. Jedes U-Boot hat deshalb eine Grenze, die man die Zerstörungstiefe nennt. Das ist die Tiefe, in der der Druck so groß wird, dass der Druckkörper schlagartig in sich zusammenbricht. Dieser Zusammenbruch geschieht nicht langsam, sondern in Sekundenbruchteilen. Deshalb tauchen U-Boote im Einsatz immer mit einem großen Sicherheitsabstand zu dieser Grenze. Je tiefer ein Boot tauchen können soll, desto dicker und schwerer muss sein Druckkörper sein. Und mehr Gewicht bedeutet, dass das Boot schwieriger zu bauen und zu bewegen ist. Tiefe erkauft man sich also immer mit Gewicht und genau hier liegt die große Herausforderung im U-Boot-Bau. Wie weit man dieses Prinzip treiben kann, zeigte sich schon vor langer Zeit. Im Jahr 1960 tauchte ein besonderes Gefährt bis an die tiefste bekannte Stelle der Ozeane. Sie liegt im Pazifik und reicht fast 11 Kilometer in die Tiefe. Allein der Abstieg bis zum Grund dauerte fast 5 Stunden. Dort unten herrscht ein Druck, der mehr als das 1000-fache des Drucks an der Oberfläche beträgt. Auf jeden einzelnen Quadratzentimeter der Hülle drückte dort unten ein Gewicht von mehr als 1 Tonne. Die beiden Männer an Bord, Jacques Piccard und Don Walsh, saßen in einer extrem dicken Stahlkugel von nur 2 Metern Durchmesser, denn allein die Kugel verteilt den Druck wirklich perfekt. Das Sichtfenster war ein viele Zentimeter dicker Block aus Spezialglas. Auf dem Weg in die Tiefe, bei rund 9000 Metern, zersprang plötzlich eine äußere Scheibe mit einem lauten Knall und erschütterte das ganze Gefährt.
Doch der eigentliche Druckkörper, die Kugel selbst, hielt dem unvorstellbaren Druck stand und brachte die beiden wieder lebend an die Oberfläche. Heute schickt man für die größten Tiefen oft gar keine Menschen mehr hinunter. Stattdessen tauchen unbemannte Roboter in die dunkelsten Gräben der Ozeane. Sie müssen keinen großen Hohlraum für eine Besatzung schützen, sondern nur ihre Technik. Empfindliche Geräte werden dafür manchmal in Öl gebettet, das sich kaum zusammendrücken lässt, sodass der Druck ihnen nichts anhaben kann. So erreichen diese Maschinen Orte, die für jeden Menschen tödlich wären. Und sie zeigen uns, dass selbst in dieser lebensfeindlichen Finsternis noch erstaunliche Lebewesen existieren. Wo wir nur tödlichen Druck sehen, ist für sie ganz normaler Alltag. Doch von ganz unten brachten manche Tauchfahrten nicht nur unbekanntes Leben mit, sondern auch Spuren des Menschen, denn selbst am tiefsten Punkt der Erde fand man bereits weggeworfenen Plastikmüll. Bisher haben wir nur darüber gesprochen, wie ein U-Boot dem Druck standhält. Doch wie taucht es eigentlich gezielt ab und wieder auf? Dafür besitzt es große Tanks, die sich mit Wasser fluten lassen. Strömt Wasser hinein, wird das Boot schwerer und sinkt. Soll es wieder auftauchen, presst Druckluft das Wasser aus den Tanks heraus. Das Boot wird dadurch leichter als das Wasser ringsum und steigt nach oben. Es ist also ein ständiges, fein dosiertes Spiel mit dem eigenen Gewicht, das ein U-Boot in jeder Tiefe schweben lässt. Ein erstaunliches Detail steckt in den Luken eines U-Boots. Man könnte meinen, der gewaltige Druck würde sie aufdrücken. In Wahrheit ist es genau umgekehrt. Die Luken sind so gebaut, dass der Druck von außen sie nur noch fester in ihren Rahmen presst. Je tiefer das Boot taucht, desto dichter schließt die Tür. Auch hier arbeitet die Form also für die Menschen an Bord und nicht gegen sie. Wie weit man tauchen kann, hängt am Ende auch vom richtigen Werkstoff ab. Einige besonders tieftauchende Boote wurden früher sogar aus Titan gebaut, das noch stärker und zugleich leichter ist als gewöhnlicher Stahl. Ein einziges sowjetisches U-Boot mit einem Druckkörper aus Titan tauchte auf diese Weise einmal über 1000 Meter tief, so tief wie kein anderes militärisches U-Boot vor oder nach ihm. Unter dem enormen Druck zieht sich der Druckkörper messbar zusammen, sodass ein U-Boot in großer Tiefe ein kleines Stück kürzer wird als an der Oberfläche. Genau deshalb ist diese Technik so unversöhnlich. Ein winziger Fehler oder ein ungeeignetes Material verzeiht der Druck der Tiefe nicht. Wo an Land ein Riss nur ein Ärgernis ist, bedeutet er hier unten das sofortige Ende. Tief unten im Meer herrscht vollkommene Dunkelheit. Große Fenster wären dort ohnehin nur eine gefährliche Schwachstelle in der Hülle. Deshalb fahren viele U-Boote praktisch blind. Statt mit den Augen orientieren sie sich mit Schall. Sie senden Töne aus oder lauschen einfach nur auf die Geräusche ringsum und erkennen daran Schiffe, Hindernisse und den Meeresboden. Auf diese Weise zeichnet die Besatzung ein genaues Bild ihrer Umgebung, ohne auch nur einen einzigen Lichtstrahl zu sehen. Ein U-Boot besiegt den Druck der Tiefe nicht mit roher Stärke allein. Es besiegt ihn mit der richtigen Form, die eine zerstörerische Kraft sanft um sich herum lenkt. Eine runde Wand verwandelt das, was sie zerquetschen sollte, in etwas, das sie zusammenhält. Und damit bleibt eine Frage: Wenn die richtige Form aus tödlichem Druck plötzlich Stabilität macht, wie viele Probleme um uns herum wären lösbar, wenn wir nur ihre Form verändern, statt immer mehr Kraft aufzuwenden? Schreib mir in die Kommentare, was dich am meisten überrascht hat. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.